war in Kunst immer eine Nullnummer. Kunst in der Schule fand ich grottenlangweilig, Museen haben mich überhaupt nicht gecasht. Und Graffiti hat dann tatsächlich so diesen kreativen Funken irgendwie entfacht. Das hat mir immer schon sehr viel gegeben. Einfach dieses, sich in so einem Bild zu versenken, die Zeit zu vergessen, mit voller Hingabe, egal ob es 40 Grad sind oder regnet, dieses eine Bild irgendwie so fertig zu kriegen, dass man am Ende damit zufrieden ist oder glücklich ist. Und das, wie gesagt, seit 20, 25 Jahren mittlerweile gibt mir das immer noch so viel wie am ersten Tag. Also es ist echt erstaunlich. Ich hätte auch nicht gedacht, als ich damit angefangen habe, dass sich das so lange durch mein Leben zieht. Aber ja, bis heute gehe ich wirklich, versuche einmal die Woche irgendwie was zu malen. Ich merke auch, danach bin ich immer entspannter. Das fällt dann auch auf jeden Fall ein paar Tage vor. Aber wenn ich lange nichts male, dann fängt es irgendwie an so zu jucken. Und dann muss ich auch wieder los. Das ist total wichtig. Das ist ein fester Bestandteil meines Lebens geworden einfach. Ich liebe es zu experimentieren und rumzuspringen von Stilrichtung zu Stilrichtung und habe irgendwie Bock, alles mal auszuprobieren, und das spiegelt sich, glaube ich, auch in meinen Wänden wieder oder in meinen Pieces. Ja, das ist auch wichtig für meine Arbeit, ne? Dass nichts steht, das ist alles im Fluss, alles entwickelt sich weiter, und ich denke, das ist auch so die Quintessenz, warum Kunst eigentlich spannend ist, also zumindest für mich. Die spannendsten Künstler für mich sind die sich öfter mal neu erfinden, ne? Die irgendwie experimentieren und die auch den Mut haben zu versagen, ne? Nicht erfolgreich zu sein mit dem, was sie machen, nicht das Feedback zu kriegen, was sie gewohnt sind. Und das macht es eigentlich spannend. Buchstaben, diese 4 BUND-Buchstaben, die sind immer irgendwie Teil, und da versuche ich sehr viel zuzulassen. Mal sehr abstrahiert Buchstaben darzustellen, die so eigentlich überhaupt nicht leserlich sind und vielleicht auch gar nicht so gewollt oder geplant sind. Das finde ich sowieso beim Graffiti eigentlich das Spannendste, dass man nie so richtig weiß, wo landet man, wie sieht der Spot aus, wie sind die Gegebenheiten, welche Farben stehen mir zur Verfügung, oder auch einfach mal komplett ohne Plan loszugehen und das zu malen, wo einem gerade nach der Sinn steht. Und am Ende vielleicht auch nicht zufrieden zu sein, aber das Abenteuer zugelassen zu haben. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Aspekt, warum ich sehr gerne male. Und das ist so die eine Seite, aber die andere Seite sind super geplante, organisierte, strukturierte Leinwände, Murals, Gestaltung, die auch am Computer in 3D-Software, ich arbeite mit Blender vornehmlich, gebaut werden, bevor sie gemalt werden. Da sind dann die Entwürfe auch auf die Umgebung gebaut, also die interagieren mit der Architektur, mit der Geometrie des Ortes, mit der Lichtsituation. Und dadurch, dass ich die Sachen schon am Computer vorbaue, habe ich auch die Möglichkeit gehabt, das dann dreidimensional zu animieren. Das ist dann Augmented Reality, dann kann ein Betrachter mit dem Telefon kommen, scannt kurz den QR-Code, landet auf einer Internetseite und dann fängt im Telefon an, dieses Mural, diese Wand oder in unserem Fall vielleicht auch die Sprühdose an, sich zu bewegen wie durch Zauberhand. Genau, das ist auf jeden Fall auch für mich so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich baue sehr gerne kleine Sprühgerätschaften, die bestimmte Sprüheffekte erstellen, mit denen man verrückte Dinge malen kann, die so noch nicht gemalt worden sind. Und
Davon habe ich irgendwie 70 Stück mittlerweile gebaut. Im Prinzip geht es dabei darum, also eine Idee zum Leben zu erwecken und diesem spielerischen Element Genüge zu tun. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt eine Sprühdose auf diesen Staubsaugerroboter setze oder einen Laubbläser nehme, mit 3 Ultrawides dran montiert. Naja, ich hoffe, dass ich möglichst lange noch das machen kann, was ich mache. Ich bin grundzufrieden und wirklich die Art und Weise, wie ich lebe und arbeiten kann, auch. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Also es ist wirklich absolut privilegiert, dass ich im Prinzip das machen kann, was ich liebe, seit so vielen Jahren, und dass das irgendwie funktioniert für alle, für meine Familie, für mich, finanziell, in allen Bereichen. Ich hoffe einfach, dass ich möglichst lange noch malen kann. Das ist eigentlich so der einzige Wunsch, den ich für die Zukunft habe, weil es mich wirklich glücklich macht.